Ja, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wo ist das Problem? Glasfaserverstärkte Kunststoffe sind unser Thema. Aber heute sind wir mal im klassischen Maschinenbau bei der Firma Heinz Bergmann OHG in Laken. Hier haben wir Uwe Rolfes, Konstrukteur. Hallo. Ja, Uwe, erklär mal, was macht Heinz Bergmann überhaupt? Wir bauen Maschinen für die Abfallwirtschaft, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wie zum Beispiel Krankenhäuser und Wertstoffhöfen und kleineren Betrieben auch. Unsere Maschinen verdichten Müll und Abfall, um so Transportkosten zu reduzieren. Genau. Ja, und das passt ja bei dem Rollpacker, den wir haben, auch ganz gut. Dadurch haben wir wirklich die Entsorgungsfahrten deutlich minimiert. Und darüber sind wir auch in Kontakt gekommen. Ne? Genau. Ja. Uwe, das hier ist eine Müllpressbox. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man hier vorne so eine Hub-Kipp-Vorrichtung. Genau. Da werden dann Container aus Kunststoff oder Metall reingehängt, in denen der Müll gesammelt wurde. Genau. Die Hub-Kipp-Vorrichtung schmeißt dann den ganzen Müll rüber, lernt also den Container über Kopf aus. Dafür muss natürlich der Deckel aufgemacht werden. Ne? Richtig. Uwe, ihr hattet ein Problem an einer Maschine, was wir dann schön mit glasfaserverstärktem Kunststoff lösen konnten. Kannst du mal schildern, was das war, das Problem? Ja, wir haben einen Hebel gesucht, um die Abdeckhaube unserer Maschinen öffnen zu können. Und selbstverständlich haben wir anfangs versucht, diesen Hebel aus Stahl herzustellen. Wie seid ihr dann zum Kunststoff gekommen? Problematik ist, dass wir durch einen einfachen Stahlhebel mit anderen Komponenten an dieser Maschine kollidiert sind. Und somit hätten wir diesen Hebel scharnierbar machen müssen, ja. was wiederum die Stabilität in dem Stahl, in dem Hebel selber reduziert. Dann sind wir auf die Idee gekommen, den Hebel aus Kunststoff zu fertigen. Genau. Weil das natürlich leichter ist. Vielleicht einfach ein bisschen mehr ausweicht, genug. War vielleicht schon eine Idee, ne? Auch stabil genug. Ja, genau, um stabil auch genug. Auszuweichen. Genau das gleiche wie am Stahlhebel. Wir haben auch hier vorgesehen, die Befestigungsbohrungen für die Abdeckhaube, für die Scharnierung an der Abdeckhaube reinzusetzen, aufgrund der Länge dann die Abdeckhaube öffnen zu können, ja. Ne, mit der Hebelkraft. Ja. Und hier auch wiederum ein Loch einzufräsen, um den Hebel dann zu bedienen. Ja. Und die Abdeckhaube durch Drücken des Hebels bzw. Drehen des Hebels die Abdeckhaube öffnen zu können. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war da ja einfach noch das Problem, dass dieses Plattenmaterial nicht wirklich gut ausweicht, weil halt relativ dick. Genau. Und dann hatte man das Problem, wenn man öffnet, konnte man trotzdem mit der Hand an bestimmte Bauteile anschlagen und hätte eine Verletzungsgefahr. Richtig. Und die wolltet ihr eher vermeiden. Ne? Richtig, ja. Und dann sind wir zu dieser Variante gekommen. Ne? Das war so der erste Prototyp, als wir im Kontakt waren. Richtig. Da haben wir halt gesagt, okay, wir haben hier eine 80 mm breites Bauteil, was natürlich in die Richtung hier schon die Kräfte gut überträgt. Genau. Aber dadurch, dass wir hier eine relativ geringe Wandstärke haben von 8 mm, hat man da eigentlich eine recht gute Durchbiegung. Ne? Ja, richtig. Weil glasfaserverstärkte Kunststoffe, man kann sehen, du kannst es in der Hand schon biegen. Glasfaserverstärkte Kunststoffe haben 1/10 vom Elastizitätsmodul von Stahl, sind also dann relativ flexibel. Das gleichen wir immer aus durch mehr Höhe und das sieht man hier wunderbar. Das ist wie bei so einem Träger, also in die Richtung sehr steif, in die Richtung hier sehr einfach biegbar. Genau. Gibt also sehr einfach nach und das war genau das, was wir an der Stelle brauchen. Ne? Genau, das ist das, was wir uns vorgestellt haben. Genau. Als wir den Hebel für die Firma Heinz Bergmann OHG entworfen haben, kam auch die Frage auf, wie lange hält denn so ein Hebel? Bricht der vielleicht irgendwo ab? Hat er hier irgendwo Schwachstellen, wenn der so stark gebogen wird? Dafür haben wir diesen kleinen Versuchsaufbau gemacht hier. Der GFK-Hebel wird bewegt. Wir haben hier 1080 Bewegungen in einer Stunde. Das Ganze läuft schon über 7 Stunden. Also mehr als 7.500 Bewegungen haben wir schon mal hinter uns, ohne dass man hier irgendwo sehen würde, dass was anfängt zu knistern, sich zu verändern, zu brechen oder was auch immer. Also das geht durchaus noch deutlich länger so. Und da haben wir ja jetzt unser GFK-Bauteil dran. Da ist der Hebel, den wir zum Bedienen haben. Kannst du uns mal zeigen, wie das Ganze funktioniert? Ja, gerne. Ah ja. Die Abdeckhaube? Genau, das ist die Abdeckhaube, ja.
die dann geöffnet wird. Ach so, das ist jetzt der Hebel, mit dem wir die Abdeckhaube öffnen können. Genau. Ah ja, und der ist jetzt praktisch rangedrückt. Also vorher hatten wir das, dass der ja, gerade war. Jetzt haben wir gerade gesehen, der geht ein bisschen zurück. Diese Federwirkung vom DFK nutzen wir dann aus. Ne? Hier, ne? Genau, ja. So. Genau. Und jetzt kann ich ohne Probleme Ja, an den Aufhängepunkten hier dran vorbei mit den Händen, Genau. ohne dir die aufzuscheuern. Genau. Ja, Schön. Klappe geht auf, schön sehr gut. komfortabel, Ja. kräftemäßig. Und dann kann man sie da wieder einhängen. Ja, und wie man schön sieht, das federt eigentlich zurück. Deswegen hier noch diese Sicherung beim Transport, damit man dann auch, oder jetzt im offenen Zustand, damit man auch sieht, okay, das Ganze bleibt eingerastet, kann nicht aus der Position raus. Und wenn ich das richtig habe, beim Transport ist es ja so, dann fahrt ihr den in die andere Richtung, drückt den auch ran, damit die Ketten hier auch richtig lang laufen. Ne? Genau. Und ja, und dann kann praktisch dieses Müllfahrzeug den Container aufnehmen und entsorgen. Ne? Ganz genau. Kannst du uns noch mal eben erklären, diese Maschine, wo geht die hin? Wofür wird die eingesetzt? Ja, klar. Die Maschine geht in die Schweiz, hat spezielle Aufnahmen an der Kippvorrichtung, um sogenannte Schweizer Behälter aufzunehmen. Die haben an der Seite dann solche Bügel, nicht wie wir das in Deutschland kennen mit Zapfenaufnahme oder mit Kammaufnahme. Diese Kippvorrichtung kann dann die Behälter aufnehmen, wird hochgefahren und dann halt durch diesen Kippprozess der Behälter entleert. Genau. Und mit der Abdeckhaube besteht halt die Möglichkeit, dass man die Presse auch einfach draußen hinstellen kann, weil unsere Maschinen auch wasserdicht sind. Ja, okay. Ja, also das war unser Ausflug in den Maschinenbau. Wie ihr gesehen habt, kann man also auch glasfaserverstärkte Kunststoffe im klassischen Maschinenbau, wo man viel mit Metallen zu tun hat, auch für Problemlösungen einsetzen. Ja, besten Dank nochmal an Firma Bergmann, besonders an Uwe, dass er so gut mitgeholfen hat hier, mitgespielt hat. Ja, danke schön auch. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Maschinen, zu glasfaserverstärkten Kunststoffen, zu Lösungen, die man damit machen kann oder Ideen habt, schreibt die gerne in die Kommentare rein. Wir werden dafür sorgen, dass die beantwortet werden. Ruft uns an bei Firma Bergmann, bei uns. Ja, besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss.